Wie sagte schon Molière, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Scheiß drauf, ich nehme den Aufzug. Türen, Türen, Türen. Wohin wir schauen, wohin wir gehen, irgendwann kommt der Moment, in dem wir eine Tür aufmachen müssen. Sei es die Zimmertür, die Haustür, die Balkontür oder aber auch die Autotür. Und darum soll es heute gehen. Kommt mit auf eine Reise durch die verrückte Entwicklung des Autotürgriffs. Yay! Die ersten Autotüren wurden um das Jahr 1910 verbaut. Natürlich gab es davor auch schon Autotüren. Jedoch waren Fronttüren, also Hintertüren, ebenfalls äußerst selten und auch nur den Fahrgästen vorbehalten. Die Fahrer durften nach wie vor mit Regen oder Schnee im Fußraum kämpfen. Davor hielt man sich mit einer Hand am Rücken des Fahrers bzw. seiner Lehne fest, was die wenigsten motorisierten Pferdekutschen zur damaligen Zeit hatten. Mit der anderen Hand hielt man sich sein empfindliches Näschen zu, da es zur damaligen Zeit erst sehr wenige Abwassersysteme gab. Oder man nahm halt eine Wäscheklammer, was auch sehr sexy rüberkam. Holla die Waldfee, meine Güte. Im Laufe der Zeit wurden sowohl für die Kutschierten als auch für die Kutschierenden bzw. die Chauffeure immer öfter Türen am Fahrzeug eingebaut. Mit ihnen wurde auch der Entriegelungswahn eingeschleppt. Die Konstrukteure ließen sich immer neuere Entriegelungsmethoden einfallen, um den Menschen die Benutzung bzw. die Eroberung dieser Ungetüme zu erleichtern bzw. zu erschweren. Waren es in den 30ern einfache Hebel, wie man sie von Zimmertüren kennt, zum Beispiel beim Bentley 8 Liter, beim Ford V8 Deluxe 5 Window Coupé oder vielen weiteren Automobilen des damaligen Jahrzehnts. Sie gaben sich sozusagen den Hebel in die Hand. So begann man in den 60ern damit, allmählich von Hebeln zu Griffen überzugehen, wie sie zum Beispiel VW-Fahrzeuge hatten, wie der VW 1600, der Käfer Modell 1200 oder aber auch diverse andere Hersteller wie Jaguar, Renault, Shelby, Ford und. Ab den 70ern gab man sich dann zunehmend experimentierfreudig. So gab es bei vielen Automobilherstellern eine neuartige, also damals neuartige Art von Griff. Einen D-Griff. Wenn man die Griffform entsprechend umdreht, dann sieht das halt so aus wie ein D. Und wenn man den Griff noch anders umdreht, dann hat man ein N. Ihr wisst, was ich meine. Diese Griffform, dieses N, hatte zum Beispiel der Nissan Skyline Hardtop 2000 GTR, der Nissan 240 ZG oder der BMW 3 Liter CS respektive CSL, wobei das L im Namen für Leichtgewicht, also für eine abgespeckte Rennversion desselben Autos steht, aber ich schweife schon wieder extrem ab, um nur einige zu nennen. Dieses N, ja, diese Öffnung, konnte aber auch entsprechend modifiziert werden. Und so kam es, dass man dem Ford GT70 einen D bzw. eine Hosentaschenöffnung spendierte. Man griff einfach in die Öffnung, wie als wenn man in die Hosentasche greift. Das war jetzt keine offizielle Bezeichnung oder so, aber es sieht halt so aus wie eine Hosentasche. Diese Art von Türöffnungsmechanismus hatten außer dem Ford GT70 auch noch der Triumph TR7, der Fiat X1 9? Aber das kann doch kein Mensch lesen. Also Kinders. Also wirklich jetzt. Er schreibt sich X1-9. Ich sage der Einfachheit halber jetzt mal Fiat X19. So. Außerdem noch der Lancia Beta Monte Carlo, der AMC Javelin und. Die Liste ist unfassbar lang. In den 80ern ging es an der Türöffnungsmechanismenfront relativ ruhig zu. Relativ. Denn auch in den 80ern gab es hier und da einige Ausreißer, die versuchten, dem System ihren Stempel aufzudrücken und sich den Zwängen und Normen der damaligen Gesellschaft zu widersetzen.
Zum Beispiel die Autohersteller aus Maranello mit dem berühmten schwarzen Pferd im gelben Logo, dem sogenannten Cavallino Rampante, was so viel bedeutet wie, dass er sich aufbäumende Pferdchen hatten so ihre Macken. So hatte der Ferrari Testarossa einen Türöffnungsgriff, der zwischen bzw. hinter den Lufteinlassschlitzen eingelassen war und man brauchte sehr viel Fingerspitzengefühl, um die Tür überhaupt aufzukriegen. Oder da wäre auch der legendäre Ferrari F40, das wohl schnellste straßentaugliche Auto der damaligen Zeit. Beim Ferrari F40 befand und befindet sich, wer hätte es gedacht, auch heute noch der Griff nicht an der Seite, sondern ganz untypisch auf der Oberseite der Tür. Da fragt man sich jetzt, warum? Nun, wenn man sich den F40 von der Seite anschaut, dann sieht man, dass der seitliche Lufteinlass auf der Höhe ist, wo dann eigentlich der Türgriff sein sollte. Von daher nehmen wir das einfach mal so hin und springen weiter an der Seite. In den 90ern setzten sich der N-Griff und der normale Griff zunehmend durch und verdrängten den D-Griff, welcher sich nur noch vereinzelt fand, wie zum Beispiel beim Citroën Berlingo. Aber natürlich musste auch hier wieder Ferrari mit ihrem F50, ja, dem Nachfolger des F40, aus der Reihe tanzen und den Griff schon wieder nicht seitlich, sondern, na, ahnt ihr es schon? Richtig, oben platzieren. Wir sind ja Ferrari, wir haben es nicht nötig, uns an Konventionen zu halten. Wir sind Italiener, wir machen unser eigenes, wie sagte man, Ding. Noch 10 Jahre später und wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Der normale Griff setzt sich immer öfter durch. Man findet ihn inzwischen bei den meisten Herstellern, bei den meisten Modellen. Und doch kommt es vor, dass Ausnahmen die Regel bestätigen. So wie beim Smart City Coupé, welches unseren alten Freund den Hosentaschengriff verwendet. Außerdem gibt es noch diverse wahnwitzige Konzeptstudien, die jetzt hier aber den Rahmen sprengen würden. Man könnte jetzt denken, dass das Ende sei, dass da nichts mehr kommen mag. Und so ist es auch. Vielen Dank, dass ihr mich auf dieser verrückten Reise in die Vergangenheit und Gegenwart der Autotürmechanismen begleitet habt. Und wer weiß, vielleicht wird dieses Video in ein paar Jahren bereits veraltet sein. Denn die Automobilbranche verändert sich so rasant schnell, da kommst du nicht wirklich hinterher. Da müsste man schon Usain Bolt heißen, um da mithalten zu können. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Mitstaunen und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, solltet ihr dies nicht schon längst getan haben. Aktiviert das Glöckchen und dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.